Vimper hat per se einen hohen Anspruch an die eigene Beratungsqualität und auch den Kundenservice. Nichtsdestotrotz sorgt die Digitalisierung dafür, dass auch die Ansprüche der Kunden steigen und die Produktvielfalt nimmt ebenso zu. Viele Unternehmen führen Digital Workplace mit einem Fokus auf ihre Unternehmenszentralen oder ihre Verwaltungen ein. Wir haben das Thema konsequent für alle Mitarbeiter gedacht und können somit auch alle integrieren und vor allem einen hohen Fokus auf die Geschäfte legen, in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schnittstelle sind zum Kunden. Das heißt, je besser wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, desto besser ist das für unsere Kunden. Es hat was Familiäres, hier zu arbeiten, und die lange Tradition und die langen Verbleibzeiten, die gehen auch damit einher, dass viele Kolleginnen wenig oder gar keine Unternehmen in der Vergangenheit erlebt haben. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Was können wir tun für Sie? Ich würde gerne meine Brillanten putzen lassen. Sehr schön. Dann würde ich Sie einmal in den ersten Stock begleiten. Und das führt auch dazu, dass wir digital einiges aufholen mussten. Denn die Beratung am Kunden hat naturgemäß in der Vergangenheit wenig mit digitalen Tools stattgefunden. Und genau hier haben wir angesetzt mit unserem On-the-Move-Projekt, bei dem wir alle MitarbeiterInnen mitnehmen wollten auf eine digitale Zeitreise, was, wie ich finde, uns sehr gut gelungen ist. Frau Massalme wird gerade wohl nicht erreichbar sein. Ich kann im Moment niemanden bei uns in der Zentrale erreichen. Ich habe da eine Idee. Hallo Herr Henningfeld, lasst uns Zwers hier. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Digitalisierung zu Wempe zu bringen. Hallo Herr Zwers, gute Idee. Und wissen Sie was? Genau das machen wir bereits. Und ich weiß auch schon, wer uns noch dabei unterstützen kann. Moin. Moin, wir sind von On The Move. Wir sind zur Unterstützung des digitalen Wandels hier in der Niederlassung. Großartig. Mit meinem Smartphone kann ich doch alles ersetzen, oder? Ja, genau. Und über Teams kannst du jetzt ganz einfach mit deinen Kollegen hier in der Niederlassung schreiben, aber auch mit der Zentrale. Du kannst sie einfach auch anrufen über Teams. Und vor allem kannst du hier über diesen QR-Code einfach ins Intranet gehen, auf meinen Wempe. Da findest du alle Infos, die du brauchst, an einem Ort. Genau, wir machen das heute ganz in Ruhe. Wenn du mal mit rüberkommst, erklären wir dir das. Alles klar, danke. Für mich war besonders an dem Projekt, dass wir wirklich alle Mitarbeitenden mitgedacht haben. Dass wir eben nicht wollten, dass wir an der Tür der Zentrale irgendwie Stopp machen, sondern wir wollten in die Filialen, wir wollten alle Niederlassungen mitnehmen, wir wollten, dass die Mitarbeitenden in die Niederlassungen eben auch die Mehrwerte dieser neuen Tools, die wir dort eingeführt haben, auch mitnehmen, dass sie die nutzen, dass sie wissen, wie sie sie nutzen und auch da eben ja eine verbesserte interne Kommunikation stattfinden kann. Wir hier in der Niederlassung hatten gemeinsam mit der Zentrale ein Projektleitbild und wir wurden von Anfang an mit in das Projekt über die Anforderungsworkshops mit einbezogen. Wenn ein Kunde jetzt eine ganz spezifische Frage zu seiner Uhr, zu seinem Schmuckstück hat, erwartet er eine kompetente und schnelle Auskunft. Die können wir nur mit dem Digital Workplace deutlich besser abbilden und eben auch in der Zukunft. Wir haben uns auf jeden Fall als ein Team gefühlt. Die Kollegen von FED, Mathis, Julia und Martina, vielen Dank dafür, haben sehr viel professionelle Vorgehensweise gezeigt, Methodiken mitgebracht. Nette Zusammenarbeit, sehr kompetent. Man konnte immer auf die Kollegen zugehen, wenn man Fragen hatte. Man hat immer schnell Antworten bekommen. Die größte Herausforderung in dem Projekt war die Veränderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften, die auch ganz unterschiedliche Ausgangslagen hatten. Wir haben frühzeitig im Projekt Workshops durchgeführt, um die ganz konkreten Anwendungsfälle identifizieren zu können und konnten damit am Ende die Kommunikationskanäle schon viel besser vorstrukturieren, sodass jeder jetzt schnell Orientierung findet. Während der Einführung haben wir nicht nur klassische Schulungsinitiativen durchgeführt, wie Trainings und Vor-Ort-Roadshows, sondern wir haben auch eine Digital Hero Community etabliert, die das ganze Thema langfristig begleiten wird. Am Ende geht es hier um die Menschen. Wir sind als Digital Heroes die verlängerten Arme sozusagen vom Headquarter und haben im Vorfeld im Prinzip schon mal die Neuerungen erfahren und konnten diese dann
dementsprechend ans Team weitergeben. Was das Besondere jetzt an diesem Intranet war, weil es ja ein bisschen eigentlich ist wie eine Webseite zu gestalten. Also das hat mir unheimlich Spaß gemacht, aus dem normalen Alltag mal in so eine Rolle zu schlüpfen, ins Redaktionsteam zu kommen. Und das ganze Redaktionsteam setzt sich ja aus Mitgliedern aller Abteilungen zusammen. Da hat man auch mal auf andere Art mit allen zu tun gehabt. Der Input war entsprechend groß, weil er wirklich aus allen Ecken kam. Das Intranet ist eine extrem große Hilfe für uns in der Niederlassung, da wir wirklich alle Informationen zu Marken und Schmuckstücken an einem Ort gesammelt haben. Und der Mitarbeiter kann direkt im Intranet alle Informationen finden. Man muss nicht mehr sich rumtelefonieren oder jemanden dazu holen, um Informationen zu sammeln, sondern man hat alles an einem Ort und der Mitarbeiter kann viel selbstständiger arbeiten. Oh, schauen Sie, wir haben schon eine Antwort auf unsere Schmuckanfrage. Oh, wow. Ich habe mich in dem Projekt vorzugsweise um die Projektmarke und das Projekt Marketing gekümmert. In diesem Fall sehr viel Visualisierung, wir haben viel gezeichnet, wir waren da, wie ich finde, sehr mutig, gerade auch in dieser Branche. Und ich halte es aber auch für sehr wichtig, gerade dieses Projektmarketing durch das gesamte Projekt halt durchzuziehen. Und zum einen möchte man gerade bei vielen Veränderungen die Mitarbeiter natürlich nicht verlieren, man möchte sie begleiten auf diesem Weg der Veränderung und sie sollen sich natürlich auch freuen, wenn es Neuerungen gibt, wenn ihr Arbeitsalltag durch neue Tools oder Tricks erleichtert wird. Die Marke On The Move zog sich halt durch die gesamte Kommunikation, über Flyer, über Poster in den Kaffeeküchen, aber auch auf dem SharePoint, auf dem internen. Und so hatten sie immer so einen Ankerpunkt, wenn es um das Projekt geht. Ich habe tatsächlich das erste Mal wirklich mit dieser agilen Projektarbeit, also dieses agile Projektmanagement mitgemacht, sprich in Sprints zu arbeiten. Das habe ich persönlich vorher noch nicht gemacht und das hat mir nochmal sehr viel weitergebracht. Es wurde von Beginn an eine Teams-Community gebildet, in der sich sämtliche Fachbereiche einbringen konnten. Auch ich hatte das Glück, da teilnehmen zu können. Obwohl ich aus dem Handwerk komme, konnte ich durch meine Vorkenntnisse in Microsoft 365 mich gut mit einbringen und von Beginn an praxisorientierte Teamstrukturen bilden. Und das hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Die Beratung bei Wempe ist ganz persönlich, ganz nah am Kunden, auch möglichst kompetent. Also wir versuchen, die Fragen unserer Kunden immer so gut wie möglich zu beantworten. Dabei hilft uns das On The Move Projekt. Wir können noch schneller, noch konkreter Fragen und Bedürfnisse des Kunden beantworten und darauf eingehen. Das ist eine tolle Unterstützung für uns alle im Verkauf und in unserem Alltag, für jeden von uns. Wir haben in einem agilen Modus gearbeitet, der von Anfang an die Werte gelebt hat und wir sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten konnten, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und es hat sich auch ganz früh gezeigt, dass die Idee von Wempe, eine moderne, anwenderorientierte IT hinzustellen, sehr gut zu unseren Ideen von Pairing Humans and Technology passt. Wir sind on the move!